Du bist aktuell Anfänger am Schlagzeug und weißt aber noch nicht so richtig, wo oben und unten ist, dann ist dieses Video heute genau das Richtige für dich. Denn ich zeige dir heute 10 Fehler, die man normalerweise als Anfänger macht und was du stattdessen tun solltest, um Zeit zu sparen und deutlich besser voranzukommen. Also, los geht's! Hey moin, ich bin Aram von Groove Dynamics und schön, dass du wieder dabei bist und zuschaust. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt, ich habe hier neben der Kamera meine Notizen stehen, wo ich ab und zu mal raufschaue, damit ich die Punkte nicht vergesse. Und wir starten direkt mit dem ersten Punkt, nämlich dein Set ist einfach schlecht aufgebaut. Zum Beispiel kann es sein, dass dein Stuhl zu hoch oder zu niedrig eingestellt ist oder die Toms sind viel zu hoch oder zu niedrig. Oder auch der Winkel der Toms ist entweder viel zu steil, das heißt, ja, die Felle gucken praktisch nur noch deinen Bauch an. Oder die Decke, also das sind sehr, sehr extreme Fälle, genau, die ich auf jeden Fall eher vermeiden würde. Ist natürlich alles mehr oder weniger Geschmackssache, aber ich würde dir empfehlen, dass du alles ein bisschen anwinkelst, damit du eben alles wunderbar erreichen kannst. Also damit bist du eigentlich schon mal gut aufgestellt und machst jetzt nicht irgendwie extreme Fehler. Was auch noch ein Problem von einem schlechten Aufbau sein kann, dass alles praktisch bei dir zu einer verkrampften Haltung führt. Also wenn es einfach nicht für deinen Körper entsprechend aufgebaut ist, dann kann es sehr schnell passieren, dass vielleicht du deine Schulter hochziehst oder du mit deinen Händen verkrampfst. Also das sind definitiv Dinge, die du nicht möchtest, die keinen Spaß machen und die sich einfach nicht gut anfühlen. Also versuch da wirklich deine Oberarme, deine Schultern hängen zu lassen, damit du eben insgesamt entspannt spielen kannst. Zweiter Punkt, du hältst die Sticks falsch. Ich zeige dir erstmal, was es alles gibt, was ich schon gesehen habe, was du nicht machen solltest. Also zum Beispiel hier diesen ausgestreckten Zeigefinger habe ich schon so oft gesehen, solltest du nicht machen. Ja, nächster Punkt, du hältst den Stock einfach viel zu weit oben bzw. in der Mitte fest. Solltest du auch vermeiden, weil du möchtest ja, so weit es geht, den Rebound ausnutzen. Und wenn du hier weiter nach vorne gehst mit deiner Hand, dann stoppst du das bzw. es wird immer schwieriger durch die Energie, die du einfach mit dem Stock erzeugst. Also eher weiter hinten anfassen, sodass vielleicht das Ende ein bisschen rausguckt, dann machst du eigentlich soweit alles richtig. Dann gibt es natürlich noch die Faust. Ja, die Faust, die dir auch nicht weiterhilft. Erstens, weil es super verkrampft ist und dann, weil du ein Instrument spielst und ja, du möchtest natürlich, dass das Instrument klingt. Das macht es erforderlich, dass du eben locker hältst, damit der Stock selber zurückprallen kann. Und wenn du eine Faust machst, dann hat der Stock praktisch keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Ja, es ist einfach alles super fest. Und das wird auch dir im Endeffekt wehtun, weil die Energie in dein Handgelenk und in deinen Arm fließt. Und das willst du auf jeden Fall vermeiden. Dann gibt es noch den Punkt, wo du praktisch nur mit dem Daumen und Zeigefinger festhältst. Das machen auch sehr, sehr viele, weil sie einfach das nicht anders kennen. Also sie haben keine weitere Stockhaltung kennengelernt und kennen eben nur praktisch diese Haltung. Das wird auf Dauer relativ anstrengend, weil der Druckpunkt relativ klein und begrenzt ist. Hier kannst du mal probieren, mit dem Daumen und dem Mittelfinger zu greifen. Das heißt, du gehst erstmal, wie zeige ich es am besten so, mit dem Daumen und umschließt dann praktisch mit der Hand den Stock. Wenn du das so hinbekommst und erstmal auch den Stock so hältst und nicht den Druckpunkt hier vorne hast, sondern eher am Mittelfinger und Daumen, dann kann es durchaus passieren, dass es am Anfang sich etwas komisch anfühlt, aber du wirst relativ schnell merken, dass du deutlich mehr Kontrolle hast. Also auch zum Beispiel die hinteren Finger führen die Hand und geben dir Kontrolle. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber probier es mal aus. Es wird dir definitiv weiterhelfen. Kommen wir zum dritten Punkt. Du hast eine schlechte Schlagtechnik. Welche Probleme bringt das mit sich? Nun, du hast zum Beispiel ungleichmäßige Schläge
oder es klingt nicht wirklich gleichmäßig, nicht konsistent oder auch, dass deine Sticks sehr schnell kaputt gehen, die Beschichtung der Felle zum Beispiel sehr schnell abnutzen oder auch im schlimmsten Fall, dass sehr schnell deine Becken reißen und kaputt gehen. Also da würde ich dir empfehlen, dass du zum Beispiel versuchst, sieht man das ja, dass du nicht praktisch auf die Kante schlägst vom Becken, weil das führt eben dazu, dass die Becken reißen, sondern du spielst sie schräg an, also mit einer gewissen Wischbewegung. Und was du noch machen kannst, du versuchst auf der Snare wie auch bei den Toms immer in die Mitte zu spielen. Dann hast du eben auch einen gleichmäßigen Klang. 4. Punkt, du bist sofort frustriert, weil dein Set einfach nicht schön klingt, weil es nicht gestimmt ist. Das Problem ist hier, dass entweder die Stimmschrauben zu fest oder auch zu lose sind und deswegen es insgesamt sehr dünn oder matschig klingt oder das gesamte Set einfach nicht harmonisch sauber klingt. Also ich kenne das noch von früher. Meine Snare zum Beispiel klang jetzt auch nicht immer wunderbar schön, sondern auch gerne mal nach Mülleimer oder Mülltonne. Also das ist relativ normal. Was ich dir da empfehlen kann, versuch doch erstmal so gut es geht, die Resonanzfälle, also die Fälle auf der anderen Seite der Trommel, etwas höher zu stimmen als das Schlagfell. Das führt jetzt nicht automatisch dazu, dass du einen wunderbar schönen und satten Klang hast, aber du gehst schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Dann würde ich dir als nächstes empfehlen, nimm doch mal ein neues Fell, zum Beispiel für deine erste Tom, und zieh das auf. Bring das in eine Stimmung, wo du das Gefühl hast, okay, das klingt einigermaßen solide. Dann nimmst du alles wieder runter, das heißt, du machst das Fell wieder lose und stimmst es nochmal in genau die Stimmung, die du davor hattest. Und das kannst du mal häufiger wiederholen, 4, 5, 10 Mal gerne, wenn du möchtest. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann entwickelst du ein Gefühl davon, wie du überhaupt dein Set stimmst, weil du eben immer wieder in dieselbe, im besten Fall in dieselbe Stimmung kommst. 5. Punkt, du benutzt eine schlechte Fußtechnik. Die Probleme können zum Beispiel sein, dass deine Bassdrum viel zu leise ist, du nicht wirklich auf Tempo kommst, das heißt, du gewinnst nicht wirklich an Geschwindigkeit oder wenn du mal schneller spielen möchtest, fällt es dir sehr, sehr schwer. Oder was auch noch sein kann, die Schläge sind einfach insgesamt sehr unsauber, das heißt nicht regelmäßig und ja, sauber gespielt. Hier gebe ich dir jetzt mal so 2 kleine Tipps, die du schnell umsetzen kannst. Bei der Bassdrum würde ich dir empfehlen, mal die Heel-Up-Technik zu benutzen. Das heißt, du setzt nicht deine Hacke ab und spielst aus dem Fußgelenk, sondern du spielst eben die ganze Technik aus dem Bein. Das heißt, du hebst dein Bein an und deine Hacke und spielst dann senkrecht von oben mit dem Fußballen. Bei der Hi-Hat würde ich dir empfehlen, die Heel-Down-Technik zu benutzen. Das heißt, du setzt deine Hacke ab und spielst aus dem Fußgelenk. Das ist jetzt ein bisschen pauschal dir erklärt, aber versuch das erstmal so und damit fährst du eigentlich schon mal ganz gut. So, Punkt 6, du übst nicht mit dem Metronom. Ich weiß, es ist ein Thema, was viele ablehnen, worauf viele nicht so Lust haben, aber das kann eben zu unschönen Problemen führen. Nämlich zum Beispiel, wenn du jetzt schon Fill-Ins spielen kannst, dass du schneller wirst, wenn du dieses Fill-In spielst oder eben auch langsamer. Oder es kann eben auch dazu führen, dass du den Takt nicht richtig halten kannst. Das heißt, auch da zum Beispiel im Groove wirst du schneller oder langsamer, wenn du zu einem Song spielst oder auch Übungen machst. Das heißt, deine Temposchwankungen sind sehr, sehr stark ausgeprägt und das willst du ja eigentlich weghaben. Du möchtest ja das Tempo halten können, also praktisch die oberste Regel für uns als Schlagzeuger. Und wenn du dann einen Song spielst und Songteile verbindest, dass du da eben nicht schneller wirst oder an Tempo auch verlierst. Also die Lösung hierfür, übe mit Metronom, fang langsam an, also nimm dir wirklich einen ganz einfachen Groove, den du sehr gut spielen kannst, ohne groß nachzudenken und geh dann in 10er Schritten nach oben, damit eben die Herausforderung langsam gesteigert wird, aber eben auch stetig gesteigert wird. Bei Punkt 7 gibt es 2 Fälle tatsächlich, nämlich du zählst nicht mit oder du zählst ständig mit.
Also beides habe ich schon erlebt. Die Probleme für den ersten Fall sind ziemlich eindeutig. Du probierst nämlich ständig aus und fällst sehr schnell auf die Nase, weil du eigentlich nicht genau weißt, wo die Schläge liegen. Das heißt, du machst es dir eigentlich unnötig schwer. Für den zweiten Fall, dass du ständig mitzählst, kommst du eigentlich nie wirklich aus deinem Kopf raus. Das heißt, es fällt dir vielleicht schwer loszulassen und dich zu trauen, auch mal frei zu spielen, auswendig zu spielen. Genau das braucht es nämlich, wenn du wirklich Musik machen möchtest. Also hier kann ich dir empfehlen, beides hat seine Berechtigung, also dass du mitzählst, um ganz genau zu wissen, wo wirklich alle Schläge liegen, und auch nicht mitzuzählen, weil du möchtest ja auch mal auswendig spielen, ein bisschen Spaß haben, vielleicht später auch mal improvisieren. Also üb auf jeden Fall beides. So, Punkt 8 beschäftigt sich jetzt schon mit Dynamik. Das heißt zum Beispiel, du spielst ein Instrument deutlich lauter als die anderen. Das habe ich zum Beispiel schon bei Schülern gesehen, die zu Hause nur auf einem E-Schlagzeug spielen können, wo es nicht unbedingt einfach ist einzuschätzen, wie laut ich eigentlich die Hi-Hat in echt spiele. Also die Hi-Hat ist eins der komplexesten Instrumente am Schlagzeug und deswegen auch an einem elektronischen Instrument so schwer nachzubilden. Das heißt, wenn der Schüler dann an einem Akustikset spielt, kann es durchaus vorkommen, dass die Hi-Hat dann einfach viel zu laut ist im Vergleich zur Snare und Bassdrum. Das kommt eben daher, dass man das an einem E-Set nicht gut kontrollieren kann. Man kann natürlich die Hi-Hat runterdrehen in der Lautstärke, aber es rächt sich dann eben an einem Akustikset. Da kann ich dir hier den Tipp geben, wenn du an einem Akustikset spielen und üben kannst, nimm dich selbst mal auf, damit du das eben kontrollieren und in der Lautstärke anpassen kannst. Wenn dir zum Beispiel auffällt, oh, meine Snare Drum ist viel zu laut oder meine Bassdrum ist viel zu laut oder irgendwas ist viel zu leise. Also wie auch immer kannst du das damit eben gut kontrollieren. Punkt 9, du spielst nur zur Musik. Ich kenne das auch von früher. Ich komme in den Proberaum und erstmal losballern und einfach nur rumdaddeln den ganzen Tag. Das bedeutet eigentlich, entweder du hast einen schlechten Übeplan oder wie in den meisten Fällen, du hast gar keinen Übeplan. Das heißt, du nutzt deine Übungszeit eigentlich nicht wirklich effektiv und die Fortschritte zeigen sich nur sehr, sehr zäh oder auch gar nicht. Das kommt eben daher, dass du nichts außerhalb übst von dem, was du eigentlich dann so machst. Also entweder, du daddelst eben nur rum, was kein wirkliches Üben ist. Das Gegenteil wäre, habe ich auch schon gesehen, du spielst gar nicht zur Musik. Das heißt, du bist eigentlich nur am Üben, also zum Beispiel an Techniken oder Groove-Übungen oder sonstiges. Und da muss ich wirklich die Frage stellen, warum übst du denn eigentlich? Also wozu? Ein Instrument ist doch dazu da, um Musik zu machen und nicht sich ständig vorzubereiten auf etwas, was du dann eh nicht machst. Also das ist vielleicht ein Extremfall, der vielleicht für die meisten gar nicht zutrifft, aber habe ich eben auch schon gehört und mitbekommen. Also du kannst zum Beispiel damit anfangen, 5 Minuten oder auch 10 Minuten Rudiments zu spielen. Dann machst du zum Beispiel 10 Minuten eine Groove-Übung und dann im letzten Teil behandelst du dann den Song, den du gerade übst. Ein guter Plan beinhaltet nämlich Technik, Kreativität und Songs. So, 10. und letzter Punkt, du gibst zu schnell auf. Ja, das ist natürlich auch sehr verbreitet. Das kann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass du Dinge viel zu schnell übst und dadurch eben Frust und Verzweiflung produzierst. Aber du willst ja eigentlich Erfolgserlebnisse haben. Dann kann es auch noch sein, dass du denkst, du wirst nie richtig geil Schlagzeug spielen können. Also das sind natürlich Glaubenssätze, die du in dir trägst, die eigentlich nicht sein müssen. Oder auch, du erwartest viel zu viel von dir in zu kurzer Zeit. Also zum Beispiel das Thema Dynamik ist ein Thema, was sich erst mit der Zeit entwickelt, dass du zum Beispiel auch mal Akzente spielen kannst. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass du auch Zeit schon mit dem Instrument verbracht hast, also mit Erfahrung. Du hast dich schon mit Technik beschäftigt und so weiter. Das kann nämlich auch damit zusammenhängen, dass du dich ständig mit anderen Drummern vergleichst. Also ich sage überhaupt gar nichts dagegen, sich Inspiration zu holen, ganz im Gegenteil. Aber versuch doch erstmal, dich mit dem zu vergleichen,
der du gestern warst, das ist für die eigene mentale Gesundheit deutlich besser, als sich mit Leuten zu vergleichen, die schon viel, viel weiter sind als du. Dann kann es auch noch sein, dass du dich auf die falschen Dinge konzentrierst, also einfach nicht die Dinge übst, die dich aktuell besonders nach vorne bringen und wo du auch Zeit sparst. Also die 3 Grundbausteine, die du als Schlagzeuger eigentlich immer üben solltest, sind Timing, Groove und Übergänge. Also die kommen eigentlich immer wieder vor. Timing, ne, das Tempo halten, den Takt halten, ist praktisch das Allerwichtigste für uns als Schlagzeuger. Dann Groove, wie sauber spiele ich denn überhaupt den Groove? Beziehungsweise das beinhaltet natürlich auch die Technik, weil eine unsaubere Technik und auch eine unsaubere Time produziert einen unsauberen Groove. Und Übergänge hast du natürlich immer in einem Song. Das heißt, wenn du da das Fill-In nicht sauber spielst oder die Band schlecht führen kannst, dann bricht das ganze Konzept zusammen. Und das möchtest du ja nicht. Also hier wäre die Lösung, dir realistische Ziele zu setzen. Was ich zum Beispiel jetzt in Bezug auf den Übeplan gesagt habe. Ja, setze dir konkrete Ziele, setze dir konkrete Zeitfenster und noch viel wichtiger, feiere deine kleinen Erfolge. Egal wie klein sie eigentlich sind, das kann auch schon sein, dass du eine Zeile eines Songs schon spielen kannst. Oder 2 Zeilen hintereinander. Oder die halbe Seite. Oder die ganze Seite. Also je häufiger du das machst, je häufiger du dich selbst lobst, das kann zum Beispiel so aussehen, dass du die erste Seite eines Songs spielen kannst und es einfach sich wahnsinnig gut anfühlt. Ja, dann genieß das kurz. Diesen Erfolg, den du gerade geschafft hast. Du kannst diese Seite jetzt spielen. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, Schlagzeug ist ein schönes Instrument und wenn du das wirklich meistern möchtest, kannst du das natürlich alleine versuchen, aber auch so ein Video, was du dir gerade anschaust, hilft nur begrenzt weiter. Und ich möchte dir ganz kurz erklären, was ich eigentlich konkret mache. Ich biete dir online Schlagzeugunterricht an, wo wir uns einmal die Woche in einem Zoom-Call treffen. Das heißt, erstmal ein großer Vorteil ist, du kannst von zu Hause auf deinem eigenen Set spielen und den Unterricht mitmachen, wo dein Set eben eingestellt ist, so wie du es gerne hast und wo du dich wohlfühlst. Und wir besprechen dann am Anfang erstmal, womit du eigentlich aktuell zu kämpfen hast. Und dann klären wir die Punkte, wie ich dir dabei helfen kann, dass du eben auch diese Probleme löst und schneller vorankommst, Geld sparst und eben auch Zeit sparst. Darüber hinaus, das ist nämlich jetzt der große Unterschied zu einer Musikschule, bekommst du von mir praktisch durchgehende Unterstützung. Das heißt, es bleibt jetzt nicht unbedingt bei dieser einen Unterrichtseinheit in der Woche, sondern du kannst mir auch darüber hinaus Nachrichten schicken oder Videos oder Aufnahmen von dir, womit du gerade zu kämpfen hast, wo du gerade einen Rat brauchst. Das heißt, meine Unterstützung geht weit über diese eine Unterrichtseinheit hinaus. Also wenn das für dich interessant klingt und du gerne meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, dann geh jetzt auf groovedynamics.de. Den Link zur Website findest du auch in der Infobox. Schau dir die Website gerne in Ruhe an und wenn du mit mir sprechen möchtest, dann mach einfach einen Termin mit mir aus. Der Termin ist komplett kostenlos, also das ist für dich komplett unverbindlich. Und dann kannst du mir erzählen, wo du gerade stehst und wir besprechen dann, wie ich dir helfen kann. Also, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.